Hi Leute, herzlich willkommen zu Konrad, dem Fahrradladen. Heute mit einem Easy in Happy Orange. Ich bin der Tobi, das ist der Lucien. Hi Leute. Und ja, heute Easy XXL. Und das ist die Kira. So, wir haben heute ein Rad hier, was halt nochmal weg von von dem Einheitspreis, von den normalen Rädern. A, weil es schon mal ein Kompaktrad ist, aber B, weil es hier nicht ein normales Kompaktrad ist. Wir haben das Easy XXL. Das heißt, hier seht ihr es ja schon auf dem Schriftzug, ne? Auf der Seite steht es, hier auch. XXL heißt bei Easy bisschen größerer Rahmen und auch vor allen Dingen höheres Systemgewicht. Und zwar von Sind wir bei 180 Kilo. 180 Kilo. Und das ist halt schon mal eine Ansage, ne? Die normalen Easys oder Kompakträder sind ja bei 130, 140 Kilo. Und 180 sind halt wirklich für die Leute, die auch mal ein bisschen größer und schwerer sind, ne? Ja, nicht nur das, ne? Also auch wenn ihr viel Gepäck dabei habt. Und das ist tatsächlich auch so ein Verwendungszweck vom XXL Easy. Ihr habt einen wesentlich größeren Radstand als bei der normalen Variante. Dadurch habt ihr auch ein bisschen anderes Fahrgefühl. Also es fährt sich eher so wie ein Trekkingbike, obwohl es die kleinen Reifen eben hat. Und gerade bei so einem Trekkingbike kann man sich durchaus mal vorstellen, dass man da mal eine kleine Reise mit unternimmt. Und ihr habt auch überall die Möglichkeit, Gepäck unterzubringen. Also ihr habt hier einen Frontgepäckträger dran, ihr habt einen soliden Heckgepäckträger, wo ihr auch ohne Probleme Ortliebtaschen zum Beispiel reinklicken könntet. Oder auch noch eine Tasche oben drauf, ein Körbchen oben drauf packen könntet. Also ihr könntet das Teil wirklich für eine kleine Radreise ausstatten, was so die Tragekapazität angeht. Und da könnt ihr auch die 180 Kilo komplett ausreizen, wenn er jetzt nicht unbedingt genug auf die Waage bringt, um das so zu schaffen. Wir haben das Rad hier in Happy Orange, ne? Also ein schönes Orange, das typisch ikonische Easy Orange, würde ich fast schon sagen. Ne? Ist ja eine der von der typische Farbe von der Easy Brand, von der Marke. Was hier halt das Besondere ist, nicht nur wegen dem XXL-Rahmen, dass wir den hier so ein bisschen, der ist hier ein bisschen dicker und ein bisschen hochgezogen ist. Das seht ihr, normal haben ja diese Easys dieses typische Linienform. Hier ist halt alles ein bisschen höher gezogen. Ne? Das heißt, Easy sagt ja selber, one size fits all. Das geht beim normalen Easy so bei 1,50 bis knapp 1,85, sagen die, empfehlen die. Ne? Das ist schon gut abgedeckt. Und hier soll man schon mal so knappe 1,70 sein, 1,68 kann man auch schon sein. Vielleicht auch sogar 1,65, weil man alles hier variabel einstellen kann durch den Speedlifter von bei Schulz. Aber hier kann man auch mal locker bis 2 Meter werden. Ne? Ja, also ich denke mal so 1,65, wie du schon sagst, brauchst du schon. Mindestens schon, ja. Damit du bequem sitzt. Ansonsten ist es schon so ein bisschen das Rad für die ganze Familie, weil es sich halt super flexibel einstellen lässt. Ihr kennt das ja von Easy, ihr könnt den Sattel ewig weit rausziehen, ziemlich weit runterbringen. Genauso halt vorne mit dem bei Schulz Speedlifter könnt ihr den Lenker ganz runterstellen, könnt ihn ganz hochstellen. Könnt ihr auch mal unabhängig von eurer Größe euch das Rad so einstellen, dass ihr mal ein bisschen mehr auf Tour fahrt oder ein bisschen komfortabler für in der Stadt rumzugurken. Also gibt es sehr viele Einstellbereiche, gerade beim Easy XXL dann auch tatsächlich eher so die Möglichkeit, das auch mal auf Tour auszulegen. So, aber wir haben jetzt viel um Generelles gesprochen. Setzen wir uns mal in das Rad rein. Also gehen wir mal tiefer in die Materie rein, weil wir haben jetzt viel über Rahmen und Geometrie, Größe und alles. Wir haben jetzt hier ein Modell, was halt echt super besonders ist. Ihr kennt das ja, bei diesen Kompakträdern wird ja auch noch der Active-Line-Motor benutzt, der mittlerweile rar geworden ist. Das heißt 40 Newtonmeter, Hollandrad, Cityrad. Wenn eine leichte Ansteigung ist, da gibt es eigentlich nicht irgendwie Eco, Tour, Sport und Turbo. Da gibt es eigentlich nur an oder aus. So. Dann haben wir den Active-Line Plus mit 50 Newtonmeter. Der ist dann bei vielen günstigeren Trekkingrädern schon verbaut, mit dünnen Reifen, glatten. Und da ist eher bei Easys halt so, dass das Active-Line Plus verwendet wird. Bei den hochwertigeren, die ein bisschen teurer sind, mit mehr Ausstattung, da kommt schon öfters mal der Performance Line rein. Aber in den absoluten Top-Modellen, und das ist das mit der Rohloff, da ist ein CX sogar drin, CX 85 Newtonmeter, oder halt wie bei dem hier mit einer DI2. Und die DI2 ist halt insofern besonders, weil das halt eine Funkschaltung ist beziehungsweise eine elektronische Schaltung von Shimano, die ermöglicht, dass ich mit der Nexus halt die kompletten 85 Newtonmeter in der Narbe halt haben kann. Maximales Drehmoment, ohne den Motor zu drosseln. Weil bei normalen Schaltungen, wenn es jetzt nicht eine Nexus Inter E ist, habe ich nicht die Möglichkeit, volle 85 Newtonmeter zu haben.
Genau, also das ist echt eine Besonderheit. Bosch Performance CX im Kompaktrad mit einer Nabenschaltung, das ist wirklich was richtig Schickes. Und die Inter 5e, wie gesagt, ungedrosselt dann und auch mit einer richtig guten Bandbreite. 263% Übersetzungsbandbreite. Das heißt, ihr könnt auch wirklich mal einen steilen Berg damit ganz gut hochfahren. Es ist natürlich keine Mountainbike-Schaltung, aber wir haben ja auch kein Mountainbike, also da nicht die Zahlen ein bisschen zu sehr ja, in den Vordergrund rücken, das ist schon mehr als breit genug für so ein Rad. Wenn du mal hier rumkommst, ne? Sehr helles Licht, ne? Super neu und super hell. Hier ist halt dieser kleine DI2-Kasten, ne? Der Elektrokasten, ne? Der das Ganze halt, da hört ihr es auch schon, Tobi. Und das ist halt echt cool, weil es ist eine kleine leichte Verzögerung da bei dem Schalten und damit gehen die Gänge schön knackig rein und ich habe halt komplett die Power. Carbonriemen, ne? Auch eine feine Geschichte, ne? Ja, ihr kennt das übliche, wesentlich wartungsarmer und halt höhere Reichweiten bzw. längere Nutzungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt hier noch, optional ist das ja möglich, dieses Easy Kit gibt es ja, wo man das Rahmenschloss, die Kette mit dabei hat. Ne? Haben wir jetzt hier auch schon angebracht. Also an dem Rad kannst du eigentlich nicht mehr viel optimieren. Vielleicht noch eine Dropper-Post, da sind auch schon die Leitungen dazu, wo man hier dann gut verlegen kann. Ne? Also absenkbare Sattelstütze halt oder halt eine Bei-Schuld-Sattelstütze. Ne? Dass man hier aus dem ganzen Rad noch eine Komfortversion macht. Das heißt ein breiterer Secure-Sattel, die Bei-Schuld-Sattelstütze und vielleicht noch ein stärker gekröpfter Lenker, dass man das Ganze noch komfortabler hat. Aber der hier Lenker ist ja schon leicht gekröpft und hat einen Backsweep. Ne? Jo, also ich hätte auf jeden Fall noch ein weiteres Highlight, was ich beim Easy tatsächlich selten so sehe, aber immer gut finde, wenn wir es dran haben, gerade beim XXL, und das ist die Bremsanlage. Hier haben wir nämlich vorne eine Vierkolbenbremse verbaut, eine Vierkolben-Deore. Hinten ist eine Zweikolben, aber hinten reicht das auch locker. Und vorne, um dann wirklich mal kräftig zu verzögern, und wie gesagt, wir sprechen hier von maximalem Systemgewicht 180 Kilo, haben wir halt 4 Kolben und das ist halt wirklich, wirklich ordentlich von der Bremskraft her. Guck dir mal das auf der anderen Seite an, was das für ein Bremssattel ist. Hier 4 Pistons, also wer da, also selbst bei 150 Kilo und dem Rad halt selber noch mit ein paar 20, 25, 24 Kilo nicht zum Stehen und verzögert bekommt, ja, da weiß man auch nicht, weil das ist halt schon ordentlich. Dann halt die bewährten Schwalbe-Pickup-Reifen, beziehungsweise das heißt bewährt, das ist ja eher neuerdings so, das sind eigentlich so Lastenradreifen, ne? Das sind eher für die Lastenräder mit einem Long John-System, wo vorne länger ist, oder Longtails, wo hinten ein bisschen länger sind, ist halt nochmal ein Faktor für mehr Gewicht und mehr Stabilität und halt ein bisschen pannensicher. Ne? Genau, also der ist halt super dick aufgebaut auch schon, also da werdet ihr auch nicht schnell eine Panne reinziehen, es ist wirklich alles ein bisschen auf mehr Gewicht ausgelegt. Was haben wir noch? Wie bei Easy typisch mittlerweile, haben wir auch einen Fernlichtschalter mit am Cockpit, damit wir halt auch im Wald gut unterwegs sein können. Nachts, wenn du da an die Wand guckst, siehst du so ein bisschen, wie wir auf- und abblenden können. Ja, das ist schon schön hell. Und ja, schöne Ergon-Griffe, das heißt mit den Flügeln hier, schon sehr ordentliche Griffe da. GP1 sind das, ne? Und ja, das ist schon, macht alles einen sehr hochwertigen Eindruck, ist halt einfach ein absolutes Premium-Rad. XXL-Modell kommt natürlich auch mit dem Frontloader, das heißt hier mit Clickfix kann man schnell mal irgendwas dran docken, ist halt schon mal optional noch mit dabei und kann auch 15 Kilo, das heißt ein Hundekorb oder irgendwie eine schwere Tasche kann da sogar drauf. Das ist halt echt ein Nutzfahrzeug schon. Ne? Genau, was wir auch haben, ist ein Kindersitz für den Frontträger, ist auch eine feine Sache. Kennt man so auch nicht unbedingt, aber ist eigentlich ziemlich cool, weil man hat das Kleine dann immer gut im Blick. Wird auch ganz gern genommen, ja. Ja, was bleibt noch zu sagen? Kiox-Display ist auch vielleicht nicht kompletter Standard. Ne? Ich weiß nicht, ob das schon drauf war mit den Gängen, dass man die auch sieht, wie bei einer Rohloff. Ne? Dass ich hier oben, wenn ich schalte, der Gang 4 kommt, Gang 5. Das sieht man hier im Display. Ne? Und wenn ich dann nochmal runterschalte, dann gehen die Gänge natürlich runter. Und das ist halt schon sau cool. Ne? Also ich kann mir auch einen Anfahrgang einstellen, finde ich persönlich immer ganz cool. Ich mag es zum Beispiel bei der Inter 5 im zweiten Gang anzufahren. Lässt sich halt individuell im Kiosk dann einstellen, welcher Gang dann automatisch geschaltet werden soll, wenn das Fahrzeug stehen bleibt. Ja. Also von allen Easys ist das ja tatsächlich mittlerweile mein Favorite. Auch vielleicht hat man nicht die Übersetzungsbandbreite von einer 600-prozentigen Rohloff.
E14, die es ja jetzt bald auch mal nicht geben wird. Das heißt, da wird wieder auf die analoge halt umgeswitcht. Aber ich finde für so ein City-Trekkingrad, ne, sind 5 Gänge, hört sich wenig an, aber wir haben fast 270%, also ist schon okay. Und in Kombination mit dem Motor, ich weiß, ich sage immer, schaltet Leute, kann ich aber trotzdem mit dem Motor ein bisschen mitspielen. Wenn mir jetzt bei einem steilen Berg der erste Gang, dann mache ich halt da mal vom Tour, gehe ich mal in den Sportmodus rein. Finde ich das echt eine interessante Angelegenheit. Fährt sich super krass, genial. Also jeder, der sagt, boah, CX komplett übertrieben, ja, stimmt, aber macht trotzdem Spaß. Und ja, zu viel Power gibt es eigentlich nicht, ne? Ja, gerade beim XXL. Genau. Wenn man das Gewicht ausreizt, darf es auch der starke Motor sein. Ja, und da könnt ihr auch noch einen Anhänger, ein Kind hinten drauf, vorne noch der Hund, die halbe Familie eigentlich draufschmeißen, weil das Ding haut halt weg, 85 Newtonmeter. Manche Autos im Kleinst- oder Kleinwagenbereich haben niemals die Power wie der Motor. Und von daher, also immer gewappnet für jede Situation. Und ansonsten muss ich sagen, richtig, richtig geiles Rad. Happy Orange, Happy Customer. Ja. Ein Punkt noch, Preis? 4.749 € ohne die Schulz-Sattelstütze. Das heißt, wir sind bei der absoluten Overklasse, also Oberklasse, mehr geht bei den Teilen schon nicht mehr, unter 5.000 €. Ist natürlich trotzdem noch eine Stange Geld, aber was man hier kriegt, reingeknallt. Und wenn jetzt Leute noch sagen, irgendwie, oh, dafür kriege ich ja ein richtiges Rad, ein großes Rad, das ist ein richtiges Rad. Manche Sachen in der Technik sind umso teurer, umso kleiner und kompakter sind. Denk mal an Handys, Klapphandys oder sonstigen Techniken, Schnickschnack und Gadgets. Ne? Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser wilden Kombination haltet mit dieser Power oder generell von Kompakträdern. Würde uns mal freuen. Ansonsten würde ich sagen, schöne Zeit euch noch und bis zum nächsten Video, oder? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.